Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diese ärmellose Weste für euch gemacht. Die schwungvolle A-Linie kaschiert gekonnt mögliche Problemzonen. Das einfache Muster kombiniert mit einem glatten Baumwollgarn verleiht der Weste einen besonders schönen Fall. Und wenn sie euch gefällt, lade ich euch herzlich zum Mithäkeln ein und wünsche euch ganz viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Für diese Weste nehme ich die Cotton Quick Batik von Gründel. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 260 Meter Lauflänge. Das ist die Farbe 03 und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 3,5. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und häkle eine Luftmaschenkette für die Größe 40-42 von ca. 34 cm. Ich häkle die Luftmaschenkette relativ locker und wir brauchen eine Anzahl Luftmaschen, die durch 3 teilbar ist und dann noch zusätzlich 2 Luftmaschen für das Muster plus 2 Wendeluftmaschen. Also eine Anzahl, die durch 3 teilbar ist und dann plus 2 und noch einmal plus 2. Und bei mir sind das 58 Luftmaschen, locker gehäkelt. Und wenn ich die gemacht habe, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe eine Luftmaschenkette von 34 cm gehäkelt, locker gehäkelt und ungedehnt gemessen. Und die Zahl ist bei mir 58 und die setzt sich so zusammen. 54 Luftmaschen, das ist durch 3 teilbar und dann noch 2 fürs Muster plus 2 Wendeluftmaschen gibt 58 Luftmaschen. Und jetzt hole ich einen Umschlag und lasse 1, 2, 3, 4 Luftmaschen aus. Also die auf der Nadel wird dabei nicht mitgezählt, sondern nur die fertigen Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 auslassen und in die 5. häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in dieselbe Luftmasche. Das ist ein V. Das hier ist das Randstäbchen und hier haben wir ein V. Jetzt hole ich wieder einen Umschlag, lasse 2 Luftmaschen aus und in die 3. Luftmasche, die kommt wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Also jetzt haben wir 2 V. Ein Umschlag, 2 Luftmaschen auslassen und in jede 3. Luftmasche ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, also ein V. Ein Umschlag, 2 auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das sieht dann so aus. Wir haben jetzt schon 4 V und wir machen jetzt in jede 3. Luftmasche ein V bis zum anderen Ende der Luftmaschenkette und da kurz vor Schluss sehen wir uns wieder.
Bis gleich. Willkommen zurück. Am Ende bleiben 2 Luftmaschen übrig und eine lassen wir noch aus und in die letzte Luftmasche häkeln wir noch ein Begrenzungsstäbchen, genauso wie am Anfang der Reihe. Wir haben am Anfang ein Begrenzungsstäbchen und am Ende ebenfalls. Und dazwischen sind bei mir 18V. Das ist diese Anfangszahl 54 geteilt durch 3 plus die beiden Randstäbchen. Und jetzt beginnen wieder mit einem Randstäbchen, in diesem Fall sind das 3 Luftmaschen, und häkeln in das V der Vorrunde oder Reihe wieder ein V, also ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen, springen ins nächste V und häkeln wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen, und das machen wir in jedes der vorhandenen Vs. Das sieht dann so aus. In jedem V ist ein neues V und das machen wir die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe in jedes V der Vorreihe ein V gemacht. Am Ende, ganz wichtig, das Begrenzungsstäbchen, das kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde, sodass auch hier 2 Stäbchen immer übereinander laufen, am Anfang ebenfalls. Und jetzt wenden wir die Arbeit wieder, beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln noch eine Reihe mit Vs, genau gleich wie die vorige, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe wieder in jedes V ein V gemacht und die Reihe endet, ganz wichtig, mit einem Begrenzungsstäbchen in die dritte Luftmasche, also nach dem Stäbchen in dieses Ersatzstäbchen unbedingt in die dritte Luftmasche einstechen, sodass diese Stäbchen übereinander laufen, und ganz wichtig ist, dass die auch gleich hoch sind wie der Rest der Reihe. Und jetzt häkeln wir noch weitere 3 identische Reihen, sodass wir insgesamt dann 6 Reihen mit diesem V haben. Also noch 3 Reihen, völlig identisch, und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 6 Reihen mit diesen kleinen Vs gehäkelt und jetzt beginnen wir wieder mit 3 Luftmaschen, das bleibt gleich, und häkeln wieder Vs, aber diesmal machen wir sie ein bisschen größer. Wir häkeln wieder ein Stäbchen und dann statt einer Luftmasche 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Also ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Das Ganze sieht dann so aus. Sie sind einfach jetzt ein bisschen breiter als die vorherigen, ansonsten genau gleich. Auch das Ende der Reihe ist genau gleich, aber das zeige ich euch. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Auch diese Reihe endet wie gewohnt mit einem Randstäbchen
in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde. Und jetzt folgen 5 Reihen mit diesem breiteren V, also identisch mit der, die wir gerade gemacht haben. Einfach ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und in jedes V ein breiteres V, und zwar 5 Reihen, so dass wir wieder 6 identische Reihen insgesamt haben. Und ganz insgesamt haben wir dann 12 Reihen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 12 Reihen gemacht, 6 mit den kleineren Vs und 6 mit den größeren. Und jetzt machen wir Folgendes in der nächsten Reihe. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und wir machen jetzt in jedes V 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Also im Prinzip ist es wieder ein V, aber diesmal ein doppeltes. Ich nenne es jetzt einfach mal Doppel-V. Also in jedes V der Vorreihe 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und Achtung, die nächsten Reihen sind nicht identisch mit dieser, also nicht vorausarbeiten. Wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen und die endet genau wie alle anderen mit dem Begrenzungsstäbchen in die dritte Luftmasche. Das Ganze sieht jetzt so aus und wir wenden die Arbeit wieder, beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und die folgende Reihe funktioniert so: wir lassen ein Stäbchen aus und häkeln auf das Stäbchen vor der Lücke ein Stäbchen drauf, dann in die Lücke ein Stäbchen, dann 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 1 auf das Stäbchen nach der Lücke. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben wieder 2 Stäbchen auf jeder Seite, aber 1 ist auf diesem Randstäbchen von der Lücke aus gesehen, dann ein V und 1 wieder auf der anderen Seite. Dann die nächsten beiden Stäbchen auslassen, dann sind wir wieder auf dem richtigen Stäbchen vor der Lücke, dann 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 1 auf das Stäbchen nach der Lücke. Das sieht dann so aus. Die nächsten beiden auslassen, ein Stäbchen vor der Lücke, 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 1 gleich danach. Die nächsten beiden auslassen, ein Stäbchen, dann 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 1 auf das Stäbchen nach der Lücke. 2 auslassen, 1 auf das Stäbchen vor der Lücke, 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 1 auf das Stäbchen nach der Lücke. 2 auslassen und so weiter.
Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende sieht es so aus. Ein Stäbchen wird noch ausgelassen und eins kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und wir wenden wieder. Und jetzt folgen 4 identische Reihen, genau wie wir sie soeben gemacht haben. Die beginnt mit 3 Luftmaschen. Das erste auslassen, ein Stäbchen vor der Lücke, eins in die Lücke, 2 Luftmaschen, eins in die Lücke, eins nach der Lücke, 2 auslassen, genau wie wir es in der Vorreihe auch gemacht haben. Eins in die Lücke und eins nach der Lücke, 2 auslassen, eins vor der Lücke, eins in die Lücke, 2 Luftmaschen, eins in die Lücke und eins nach der Lücke und so weiter. Das sieht dann so aus. Zwischen den Gruppen entstehen so kleine Dreiecke. Und das mache ich diese Reihe und noch 3 weitere Reihen und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 18 Reihen gemacht, 6 mit diesen Zweiergrüppchen hier. Und die nächste Reihe funktioniert so. Sie beginnt wie immer mit 3 Luftmaschen und wir lassen wieder das erste Stäbchen aus und häkeln vor der Lücke ein Stäbchen und dann häkeln wir wieder Doppelfaust, also 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. So haben wir jetzt solche Dreiergrüppchen erhalten. Wir lassen die beiden nächsten Stäbchen aus, ein Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. Dann wieder 2 auslassen, ein Stäbchen auf das Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und eins nach der Lücke und das mache ich die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich beende auch diese Reihe mit dem Begrenzungsstäbchen und wende die Arbeit wieder und jetzt kommen 5 identische Reihen, also diese und noch 4 weitere. Die beginnen mit 3 Luftmaschen und wieder das erste Stäbchen auslassen und jetzt haben wir vor der Lücke 2 Stäbchen, in der Lücke 1, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke. Das sieht dann so aus. Wieder 2 auslassen, 2 Stäbchen vor der Lücke, in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen
und 2 Stäbchen nach der Lücke. Dann wieder 2 auslassen, 2 Stäbchen vor der Lücke, 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 2 nach der Lücke. 2 auslassen, 2 Stäbchen vor der Lücke, 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 2 nach der Lücke. Das sieht dann so aus und wie gesagt, das mache ich diese Reihe und dann noch 4 weitere, sodass wir wieder 6 Reihen mit jeweils solchen Dreiergrüppchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder 6 Reihen weitergekommen und das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt machen wir wieder eine Reihe mit Zunahmen. Der Beginn ist wie immer mit 3 Luftmaschen. Das erste Stäbchen auslassen, 2 Stäbchen vor der Lücke. Und jetzt machen wir wieder so ein Doppel-V. Wir häkeln also 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke. Und jetzt haben wir jeweils 4 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke. Wieder 2 auslassen, wie immer 2 Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Stäbchen nach der Lücke, 2 auslassen, 2 Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke. Das sieht dann so aus und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin mit der Reihe wieder fertig und wende die Arbeit wieder. Und die nächsten 5 Reihen sind wieder identisch und funktionieren folgendermaßen. Beginnen wieder mit 3 Luftmaschen, das erste immer auslassen und jetzt haben wir vor der Spitze oder vor der Lücke 3 Stäbchen, 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke, 3 Stäbchen nach der Lücke, 1, 2, 3. Das sieht dann so aus und wieder 2 auslassen, 3 Stäbchen vor der Spitze, 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 3 Stäbchen nach der Lücke,
und wieder 2 auslassen, 3 Stäbchen vor der Lücke, eins in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 3 nach der Lücke, und das machen wir wieder diese Reihe und noch 4 weitere, sodass wir wieder 6 Reihen haben mit je 4 Stäbchen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe mittlerweile 30 Reihen gehäkelt und jetzt machen wir wieder eine Zunahmereihe. Und die beginnt wie immer mit 3 Luftmaschen. Das erste Stäbchen auslassen. Dann haben wir jetzt bis zur Lücke 3 Stäbchen. Und jetzt kommen 2 in die Lücke, 2 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke. Und somit haben wir jetzt auf beiden Seiten dann 5 Stäbchen. Hier fehlen noch die 3 auf der anderen Seite der Lücke. Fünf Stäbchen auf beiden Seiten. Ansonsten geht es genau wie immer, die 2 auslassen, 3 Stäbchen bis zur Lücke, zwei in die Lücke, zwei Luftmaschen, 2 in die Lücke und 3 auf der anderen Seite der Lücke. Das sieht dann so aus und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen und die endet wie immer mit einem Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und wir wenden wieder und jetzt kommen wieder 5 identische Reihen. Die beginnen mit 3 Luftmaschen, 1 auslassen, 4 Stäbchen bis zur Lücke, und in die Lücke 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 1 Stäbchen und 4 Stäbchen nach der Lücke. Wir haben also wieder auf beiden Seiten der Lücke 5 Stäbchen, das zählt nicht mit. Und wir lassen wieder 2 aus, es geht wie gewohnt weiter, nur dass wir diesmal 4 Stäbchen bis zur Lücke haben. Und in die Lücke 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 1 Stäbchen und 4 Stäbchen nach der Lücke. Das Ganze sieht dann so aus und das machen wir diese Reihe und noch 4 weitere, so dass wir dann insgesamt 36 Reihen haben
Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin mittlerweile, habe ich 36 Reihen insgesamt gemacht und ich wende die Arbeit wieder. Und jetzt beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen und lasse das erste wie immer aus, immer das erste und das letzte, häkle 4 Stäbchen bis zur Lücke, mache in die Lücke wieder ein doppeltes V, so dass wir 6 Stäbchen haben. Nebeneinander 2, 4, 6, 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke, vier nebeneinander, dann wie immer die beiden nächsten auslassen und dasselbe über die ganze Reihe so machen, dass wir jetzt links und rechts der Lücke 6 Stäbchen haben und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen und mache es wie immer. Das letzte Stäbchen lasse ich aus und ein Stäbchen häkle ich noch in die dritte Luftmasche und dann wende ich die Arbeit wieder. Beginne wieder mit 3 Luftmaschen, lasse das erste Stäbchen aus, häkle 5 Stäbchen bis zur Spitze, 3, 4, 5 und häkle jetzt wieder ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Spitze und dann wieder 5 nach der Lücke. So dass wir wieder auf beiden Seiten 6 Stäbchen haben, die nächsten 2 auslassen und genauso weiter häkeln. Und jetzt mache ich es so, mein Teil ist jetzt ungefähr 50 cm lang, gut 50 cm und ich mache circa 70 cm und ab jetzt mache ich einfach mit diesen 6 Stäbchen, die wir jetzt haben, das Teil zu Ende. Ich nehme also jetzt nicht mehr zu. Wenn ihr das Teil noch weiter haben wollt, könnt ihr natürlich im selben Rhythmus noch weiter zunehmen und ihr könnt die Jacke auch länger machen. Wie gesagt, ich mache sie 70 cm lang. Immer jetzt mit dieser Reihe, die wir jetzt gerade machen, mit diesen 6 Stäbchen, mache ich jetzt weiter und nehme nicht mehr zu. Und wenn ihr das gemacht habt, beziehungsweise eure gewünschte Länge erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt mit diesen 6 Stäbchen hier insgesamt 14 Reihen gemacht und die Gesamtzahl an Reihen ist bei mir jetzt 50 Reihen von Anfang bis Ende und mein Teil ist jetzt circa 70 cm lang und hier beende ich jetzt das Rückenteil und zwar häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab,
ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und wir sehen uns gleich bei den Vorderteilen wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich starte jetzt mit einem Vorderteil. Wir brauchen natürlich zwei davon und zwar sind die vollkommen identisch. Für das Vorderteil beginne ich wieder mit einer Anfangsschlinge und häkle eine Luftmaschenkette für die Größe 40-42 von 11 cm und ich häkle sie wieder locker. Und bei den Vorderteilen brauchen wir einfach eine ungerade Maschenzahl. Ich mache 19 Luftmaschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe 19 Luftmaschen gemacht. Das sind bei mir ungefähr 11 cm. Und wie gesagt, hier brauchen wir einfach eine ungerade Maschenzahl. Und ich habe wieder lockere Luftmaschen gemacht und die 11 cm sind ungedehnt gemessen. Und jetzt hole ich einen Umschlag und steche in die 4. Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein. Das heißt, 3 Luftmaschen lasse ich aus und in die 4. Luftmasche häkle ich ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist unser erstes V. Wir haben hier ein Begrenzungsstäbchen aus 3 Luftmaschen und gleich daneben das V. Und hier machen wir es so, wir holen einen Umschlag, lassen nur eine Luftmasche aus und in jede zweite Luftmasche, die kommt, häkeln wir ein V, also ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche auslassen und ein V häkeln in die übernächste Luftmasche, also in jede zweite Luftmasche kommt so ein V. Jetzt haben wir schon 3. Eine immer auslassen und ein kleines V häkeln in jede zweite Luftmasche und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig und das letzte V kommt in die vorletzte Luftmasche. Eine bleibt noch übrig im Moment. Hier kommt noch ein V hinein in diese vorletzte Luftmasche und dann noch das Begrenzungsstäbchen in die letzte Luftmasche. Und das Ganze geht in die Breite, das soll auch so sein. Das ist richtig so. Wir haben also mehr V gemacht, als wir für die Breite brauchen, weil wir wollen, dass das Vorderteil schneller in die Breite geht als das Rückenteil. Bei mir haben sich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vs ergeben und ich wende die Arbeit, beginne wieder mit dem Begrenzungsstäbchen, also in diesem Fall 3 Luftmaschen und häkle in jedes V wieder ein V, bestehend aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. In jedes V kommt ein neues V und die Vs bestehen im Moment aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Das sieht dann so aus, in jedem V der Vorrunde ist wieder ein V. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns gleich wieder.
Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen und ganz wichtig, das letzte Stäbchen kommt in die dritte Luftmasche, also nicht in das Stäbchen hier, sondern in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde. Und wir wenden wieder, beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln wieder in jedes V ein V. Und wir sehen uns am Ende der Reihe nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Auch diese Reihe endet mit einem Begrenzungsstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe. Und die nächsten 3 Reihen sind vollkommen gleich wie die wir gerade gemacht haben. Wenn ihr also 6 Reihen habt mit diesen Vs, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Das sind jetzt die ersten 6 Reihen und ab jetzt geht es ganz genau gleich wie beim Rückenteil. Die Reihen 7 bis 50 genau gleich wie beim Rückenteil, also einfach zurückspulen bis zur Reihe 7 und genau dasselbe noch einmal machen, nur eben mit weniger Grüppchen und die Teile werden natürlich schmäler, dafür brauchen wir sie zweimal und damit ihr seht, wie sich das beim Vorderteil entwickelt, habe ich schon mal ein Stück weit vorbereitet, das ist noch nicht fertig, aber damit ihr seht, wie es sich entwickelt. Jetzt kommen die 6 Reihen mit den breiteren Vs, dann die mit den 2 Stäbchen, dann die mit den 3, mit den 4, mit den 5 und am Ende mit den 6. Und die Vorderteile müssen ganz genau gleich viele Reihen haben wie das Rückenteil. Und wie gesagt, einfach zurück zur Reihe 7 und genau die Reihen 7 bis 50 bzw. eure Anzahl noch einmal arbeiten und dann noch ein zweites identisches Vorderteil machen und dann sehen wir uns wieder. Da habt ihr jetzt ordentlich Arbeit. Bis bald. Willkommen zurück. So sieht also ein fertiges Vorderteil aus. Es ist genau gleich lang wie das Rückenteil und wie gesagt, wir brauchen 2 davon absolut identisch und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Schulternähte machen. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die beiden Vorderteile rechts auf das Rückenteil draufgelegt und mit Klammern fixiert. Und hier ist eine Besonderheit, wir haben ja beim Rückenteil die erste Reihe anders gemacht als bei den Vorderteilen und darum können wir jetzt nicht genau nach dem Muster gehen, sondern ihr müsst euch das fixieren und ihr müsst schauen, dass hier genug Platz ist für euren Hals. Bei mir sind das jetzt ungefähr 13 cm. Wenn ihr mehr braucht, müsst ihr die Vorderteile noch ein bisschen schmäler drauf geben und schaut, dass auf beiden Seiten gleich viele Zentimeter sind. Und dann können wir das Ganze entweder mit Nadel und Faden zusammennähen oder zusammen häkeln. Dazu steche ich ganz am Rand durch, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein. Steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch,
häkle zunächst eine Luftmasche und dann steche ich noch einmal hier in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche. Die beiden Fäden hier könnt ihr gleich mit einhäkeln und jetzt müsst ihr schauen, wie die beiden Teile am besten zu verbinden sind. Also wie gesagt, die Muster stimmen hier nicht überein und schaut darauf, dass die Naht flach wird, also nicht zu viele Maschen, aber auch nicht zu wenige. Wenn ihr zu viel macht, dann wellt es sich, und wenn ihr zu wenige macht, zieht sich das zusammen. Möglicherweise ist hier für euch auch das Nähen, Zusammennähen, die bessere Variante. Das müsst ihr schauen. Und ich mache jetzt beide Schulternähte und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Die Schulternähte habe ich geschlossen und die Teile genauso liegen gelassen, also immer noch die weniger schöne Seite außen. Und hier ist das Armloch. Für die kleineren Größen würde ich ca. 25 cm offen lassen und für die größeren Größen etwas mehr, also bis zu 30. Das müsst ihr ausprobieren, wie groß ihr das haben wollt und wie es euch passt. Und jetzt beginne ich wieder hier unten und schlinge wieder neu an. Und hier müsst ihr ganz genau darauf achten, dass die Reihen genau aufeinander passen. Also ganz am Rand anschlingen. Den Faden durchholen, eine Luftmasche machen. Die beiden Fäden, die hier hängen, könnt ihr mit einhäkeln und wieder mit festen Maschen das Ganze zusammenhäkeln und wieder darauf achten, dass die Naht flach wird, also nicht zu viele feste Maschen machen, aber auch nicht zu wenig, und die festen Maschen nicht zu klein machen, sodass eine gewisse Dehnbarkeit erhalten bleibt. Und wie gesagt, genau darauf achten, dass ihr Reihe für Reihe genau übereinander habt, damit sich da nichts verschiebt. Und das mache ich, wie gesagt, bis zum Armloch und lasse bei mir 25 cm offen. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Und dann sehen wir uns bei den Abschlusskanten wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Die fertige Naht sieht jetzt so aus. Ich habe geschaut, dass sie noch ein bisschen dehnbar ist, und falls es euch hilft, ich habe immer abgewechselt. Ich habe immer 2 feste Maschen in eine Reihe gemacht und dann abwechselnd 3 und dann wieder 2, 3, 2, 3, und so ist das sehr schön geworden. Und die Naht auf der schönen Seite sieht dann so aus, und wenn man die Jacke trägt, ist diese Naht kaum mehr sichtbar. Und jetzt häkle ich noch eine kleine Abschlusskante. Und zwar schlinge ich wieder ganz am Rand an, auf der schönen Seite der Jacke.
steche noch einmal am Rand ein, hole den Faden durch, hole eine Luftmasche und dann häkle ich feste Maschen um das Randstäbchen herum. Und hier mache ich es so, ich mache um jedes Randstäbchen herum 3 feste Maschen und das mache ich bis zum Halsausschnitt und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin bei der Schulternaht angekommen und am Halsausschnitt entlang würde ich in jede Lücke 4 feste Maschen machen, also statt 3, 4, immer übers V drüber springen und jede Lücke mit 4 festen Maschen behäkeln und das zweite Vorderteil genau gleich machen wie auf dieser Seite mit 3 festen Maschen pro Lücke. Und wenn ihr am unteren Rand angekommen seid, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder am unteren Rand angekommen, den behäkle ich aber nicht, sondern jetzt häkeln wir wieder zurück, aber ohne zu wenden, nämlich mit Krebsmaschen. Und dazu beginne ich mit einer Luftmasche, lasse die erste feste Masche hier aus und steche in die zweite, also rückwärts in die zweite feste Masche ein, hole den Faden durch, habe jetzt 2 Fäden auf der Nadel und die masche ich gemeinsam ab, häkle eine Luftmasche, lasse eine feste Masche aus und in jede zweite, also einstechen, den Faden durchholen, die beiden Fäden abmaschen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, immer in jede zweite einstechen, den Faden durchholen und abmaschen, eine Luftmasche, eine auslassen, in die nächste einstechen, Faden durchholen, die beiden Fäden abmaschen, eine Luftmasche, eine auslassen und so weiter. Das Ganze sieht so aus und das machen wir wieder, bis wir wieder beide Vorderteile behäkelt haben und den Halsausschnitt und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin wieder am unteren Rand angekommen und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und bei den Armlöchern mache ich genau dasselbe, also ganz genau gleich eine Runde feste Maschen und dann wieder zurück in Krebsmaschen und ich würde unter dem Arm in der Naht anschlingen. In dieselbe Öffnung einstechen, den Faden durchholen, eine Luftmasche und in dieselbe Öffnung eine feste Masche und dann würde ich wieder immer 3 feste Maschen in jede Lücke machen, einmal rundherum. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen, da wo ich begonnen habe, unter dem Arm, bei dieser Naht. Und jetzt schließe ich in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde, häkle eine Luftmasche und häkle wieder zurück in Krebsmaschen und dazwischen immer eine Luftmasche, genauso wie wir es vorhin bei den Vorderteilen gemacht haben. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, dann noch eine Luftmasche häkeln, den Faden durchziehen und abschneiden, also abschneiden und durchziehen und das Ganze dann durch Vernähen miteinander verbinden und dann beim zweiten Armloch genau das gleiche machen und dann sehen wir uns nochmals wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt beide Armausschnitte noch behäkelt, so wie hier, und jetzt braucht ihr nur noch die Fäden zu vernähen und unsere wunderschöne Weste ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt Freude und Spaß beim Nacharbeiten dieser tollen Weste und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.